Moin Leute, willkommen im Bruderland. Die erste Pixel Watch, die ich hatte, war ja eher bescheiden, konnte mich nicht so ganz überzeugen. Da gab es diverse Probleme, die mich im Alltag einfach zu sehr gestört haben. Jetzt sind wir mit der zweiten Pixel Watch angekommen und ich muss sagen, langsam taugt dieses Produkt was. Wie bei allen Produkten und ihren Nachfolgegenerationen wird das immer Stück für Stück besser. Und ich bin momentan auch dazu rübergegangen, dass ich die Pixel Watch quasi, also die Pixel Watch 2 im Alltag benutze, statt meiner Galaxy Watch 6 Classic. Und es hat verschiedene Gründe. Vielleicht kommen wir erstmal zu den tatsächlichen wesentlichen Änderungen. Und das ist natürlich der neue Snapdragon W5 Plus, der hier drin ist. Und in Sachen Performance werdet ihr da keinen großen Unterschied merken, außer wenn ihr die Produkte wieder direkt nebeneinander lasst. Aber was sich definitiv bemerkbar macht, ist die Akkuoptimierung. Und das merkt man daran, dass der Akku im Vergleich zur Vorgängervariante nahezu ja identisch geblieben ist. Trotzdem schaffe ich das ohne Always-On-Display mittlerweile fast 2 Tage zu nutzen. Und das hat den Vorteil, dass man das Ding halt nicht jeden Abend laden muss, ja, sondern alle 2 Tage, irgendwie mal so ein bisschen. Und das macht schon einen großen Unterschied in meinen Augen. Es ist immer noch weit weg von den 3 Tagen meiner TicWatch 5 Pro oder Galaxy Watch 6 Classic, aber wir kommen dahin. Immerhin ist das Ding ja auch nur 41 mm. Was ebenfalls durchaus spürbar besser geworden ist, sind die ganzen Fitnessdaten und Sensoren, die hier verbaut sind. Über die Genauigkeit, ob das jetzt 2, 3, 4, 5% drüber oder drunter liegt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Wichtig ist einfach nur, dass sie zuverlässig sind und dass es nicht immer Abbrüche gab. Und das gab es mit der Pixel Watch 1 regelmäßig, dass man, je nachdem wie man sich bewegt hat, dort die Sensoren dann mal eine Pause gemacht haben oder einen Ausschlag gab. Wenn ihr mehr zu den technischen Details und den tatsächlichen Auswertungen, ich verlinke euch einfach mal ein Video, da könnt ihr das von einem anderen YouTuber mal sehr im Detail euch anschauen. Auf jeden Fall hat sich das bemerkbar gemacht und die neue Funktion mit dem Auto-Workouts ist jetzt ebenfalls vorhanden und funktioniert eigentlich auch recht zuverlässig. Nach 1, 2, 3, 4, 5 Minuten, je nachdem was für ein Workout ihr macht, erkennt das Workout und fragt euch, ob ihr das starten wollt. Auf jeden Fall ein Pluspunkt. Insgesamt, im Vergleich zur Pixel Watch 1, merkt man spürbar über die Verbesserung, auch wenn die Optik eigentlich identisch geblieben ist. Es gibt aber immer noch so ein paar Sachen in meinen Augen, wo man noch eine Schippe drauflegen könnte. Und da wäre zum Beispiel auch einmal die Sache mit den Sensoren. Gar nicht immer, dass man die Sensoren ändert, sondern dass man einfach eine Möglichkeit aktivieren kann oder deaktivieren kann, wenn man diese Sensoren nicht braucht. Es gibt ja Leute, die wollen gar nicht diese Fitnessdaten, die wollen nur eine Smartwatch. Und da wäre es schön, wenn man einfach Pulsmesser, Blutdruckmesser und so weiter einfach deaktivieren könnte. Google, denkt mal drüber nach. Und ein weiteres Thema, was viele Leute vielleicht auch dazu bewegen wird, eine Pixel Watch zu kaufen, ist, wenn es in Zukunft vielleicht eine größere Variante gibt. Ne? Eine 45 mm, 46 mm Variante. Von mir aus gerne in derselben Optik, aber einfach, wo dann der Akku doppelt so groß ist. Und dann hätten wir auf einmal 3, 4 Tage Akkulaufzeit, was für viele Leute sehr viel interessanter werden würde. Das sind so die Änderungen, die ich mir wünsche für die nächste Generation der Pixel Watch. Und wenn wir dann da wirklich mal auf 3 oder 3,5 Tage kommen würden in Sachen Akkulaufzeit, würde ich das super finden. Und der Rest, da scheint ja Google einen recht guten Job gemacht zu haben. Und damit bin ich auch schon fertig. Falls ihr aber eine Pixel Watch 1 habt, ihr müsst nicht upgraden. Es sei denn, euch ist die bisschen bessere Akkulaufzeit wichtig. Ansonsten bleibt bei der Pixel Watch 1. Die ist noch vollkommen ausreichend. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.